Krankheiten lassen sich an der Farbe und Konsistenz des Kots ablesen. Normaler Vogelkot ist fest und besteht aus zwei eindeutig voneinander abgetrennten Bereichen, dem grünen Kotanteil, der meist dunkelgrün bis braun ist, und einem weißen Teil drumherum, der Harnsäure. Denn Wellensittiche scheiden beides zusammen aus. Wenn ihr viel Frischkost oder Pflanzen verfüttert, die viel Flüssigkeit enthalten, kann der Harnsäureanteil um den Kot schon einmal dünnflüssiger werden. Aber die zwei Bestandteile sollten schon noch erkennbar sein. Das ist ein wichtiger Unterschied zu echtem Durchfall. Bei Durchfall ist der ganze Kothaufen nur noch ein einziger grüner See. Eindeutig sind Parasiten wie Spülwürmer und unverdaute Körner im Kot. Sie weisen auf Verdauungsprobleme hin. Zwei Farbveränderungen können auf eine Schädigung von zwei verschiedenen Organen hinweisen. Gelblich-brauner Kot ist ein Hinweis auf eine Störung der Leberfunktion, zum Beispiel durch eine Fettleber. Weißer Kot weist auf eine ernsthafte Erkrankung der Bauchspeicheldrüse hin. Besonders gravierend ist aber der sogenannte Hungerkot. Er weist darauf hin, dass der Vogel wortwörtlich vorm Verhungern steht und entweder seine Nahrung nicht mehr richtig verwerten kann oder schon lange nichts mehr gefressen hat. Kleiner Disclaimer: Veränderungen im Kot können nur erste Hinweise sein. Die richtige Diagnose sollte noch immer ein vogelkundiger Tierarzt stellen. Wellensittiche sind Meister darin, Krankheiten, solange es geht, zu verbergen. Deswegen ist es wichtig, auf kleinste Veränderungen im Verhalten zu achten. Schläft der Vogel mehr als gewöhnlich? Kann er nicht auf einem Bein schlafen? Steckt er beim Schlafen den Kopf nicht ins Gefieder? Ist das Gefieder aufgeplustert bzw. friert der Vogel, obwohl es im Vogelzimmer warm genug ist? Wirkt der Wellensittich Körner hoch bzw. schüttelt er den Kopf und spuckt dabei? Wird er von den anderen Wellis im Schwarm gemieden oder gar weggejagt, wenn er zu ihnen fliegt? Oder sondert sich der Vogel selbst ab und spielt weder mit seinen Artgenossen noch mit seinem Lieblingsspielzeug? Könnt ihr den Vogel häufiger niesen oder husten hören als gewöhnlich? Gibt es sogar Atemgeräusche, die so ähnlich wie diese hier klingen? Nimmt der Wellensittich eine ungewöhnliche Haltung ein? Liegt er zum Beispiel häufiger auf dem Bauch, um seine Beine zu entlasten, oder lehnt er sich ans Spielzeug an? Je besser ihr euren Vogel kennt, umso persönlicher wird diese Liste. Ich habe euch hier nur meine häufigsten Beobachtungen aufgelistet. Vielleicht ist die Liste bei euch sogar länger. Und natürlich solltet ihr sofort einen Termin bei einem vogelkundigen Tierarzt ausmachen, wenn ihr solche Verhaltensweisen beobachtet. Die häufigste Todesursache bei Wellensittichen sind leider immer noch Tumore. Denn durch die Überzüchtung der kleinen Papageienvögel und aufgrund von Übergewicht durch einseitige und falsche Ernährung neigen Heimvögel dazu, Tumore zu entwickeln. Lipome, die harmloseren Fetttumore, können bei entsprechender Größe Stoffwechselprobleme verursachen, die auf Dauer die inneren Organe schädigen können. Die zweithäufigste Ursache haben wir zum Glück selber in der Hand. Anders als Tumore, die gerade wenn sie innere Organe betreffen, leider nicht behandelt werden können. Aber Bakterien, Viren und Pilze können meistens sehr gut von einem vogelkundigen Tierarzt behandelt werden, wenn die Symptome relativ schnell erkannt und richtig behandelt werden. Gesunde Wellensittiche haben klare Augen, ein eng anliegendes und glattes Gefieder ohne abstehende Federn. Es sei denn, die Vögel sind in der Mauser. Sie sitzen aufrecht auf der Stange und schlafen meist auf einem Bein mit dem Kopf im Rückengefieder. Seniorenwellis und Wellensittiche mit Handicap können auch schon einmal lieber auf dem Bauch liegen, um ihre Gelenke zu schonen. Die Wellensittiche sollten auch zu bestimmten Zeiten schon einmal lauter singen oder mit dem Schnabel knirschen. Die Wachshaut und das Kopfgefieder sollten nicht verklebt oder verkrustet sein. Auch die Federn um die Kloake unter den Schwanzfedern sollten nicht verklebt sein. Das Gefieder sollte intakt sein und keine Lücken aufweisen, außer bei der Mauser. An Füßen und Beinen, ebenso am Schnabel, sollten keine grauen oder weißen Beläge, ein Hinweis auf Räudemilben, zu sehen sein. Auch sollte es dort keine Verletzungen oder sichtbaren Schäden geben. Krallen und Schnabelhorn sollten nicht zu lang sein.
Bei der Mauser werden alte, abgenutzte Federn durch neue ersetzt. Es gibt zwei Arten von Mausern, eigentlich sogar vier. Aber bevor wir zu den Spezialfällen kommen, hier die zwei Hauptformen, die Vollmauser und die Teilmauser. Wie der Name schon sagt, ist der entscheidende Unterschied, dass entweder ein Teil des Gefieders oder alle Federn ausgetauscht werden. Die Teilmauser ist häufiger, weil der Wechsel des gesamten Gefieders natürlich eine große Anstrengung für den Organismus des Vogels bedeutet. Dafür braucht er viel Energie und ist anfälliger für Krankheiten. Grob gesagt findet die Vollmauser ungefähr zweimal im Jahr statt, sozusagen der Wechsel von Sommer zum Winterfederkleid. Und wie viele Halbvogelhalter wissen, die Teilmauser findet das ganze Jahr statt. Denn die Vögel verlieren kontinuierlich mal mehr, mal weniger Federn. Einen Unterschied gibt es zu Vögeln in Außenvolieren. Die haben meist im Herbst eine ausgeprägte Mauserphase. Denn wie die Gartenvögel draußen brauchen sie auch ein wärmendes Gefieder für die Winterzeit. Mehr als unsere von der Heizung verwöhnten Stubenvögel. Nun zu den zwei Spezialfällen. Die Jugendmauser und die französische Mauser. Die Jugendmauser durchlaufen alle Vögel nur einmal. Und wer die Vögel nicht selber züchtet, wird sie nie live zu Gesicht bekommen. Denn sie tritt zwischen dem 3. und 7. Monat auf. Erst in diesem Zeitraum entwickelt der Wellensittich sein Erwachsenengefieder. Ein Unterschied ist zum Beispiel die Wellenzeichnung auf der Stirn, die bei erwachsenen Vögeln fehlt. Kommt es hier zu Problemen, spricht man von der französischen Mauser oder Rennerkrankheit. Sie tritt meist bei Jungvögeln auf und sorgt dafür, dass das Gefieder sich nicht richtig entwickelt. Im Extremfall wachsen dem Vogel gar keine Federn mehr. Aber auch erwachsene Vögel können Probleme bei der Mauser haben, wie zum Beispiel Blutspiele oder kahle Stellen. Sie sind meist auf einen Ernährungs- und Vitaminmangel zurückzuführen. Ihr solltet während der Mauser also Stress für die Vögel vermeiden und sie mit Frischkost oder Futterpflanzen wie dem Golliwog mit Vitaminen und Mineralstoffen versorgen. Verliert der Vogel ohne triftigen Grund massiv an Gewicht, frisst nicht mehr oder spuckt nach dem Fressen Körner aus, verschläft der Wellensittich fast den ganzen Tag, sind laute Atemgeräusche ohne Anstrengung wie Fliegen zu hören, hat der Vogel sichtbare Verletzungen oder blutet sogar, wirkt er apathisch, lässt der Wellensittich den Flügel hängen oder zeigt eine seltsame Kopfhaltung über mehrere Stunden, kann der Vogel sich nicht mehr auf der Stange halten und sitzt nur noch auf dem Boden oder treten gar Zuckungen bzw. regelrechte Anfälle auf, dann solltet ihr schnellstmöglich einen Tierarzt aufsuchen. Ein vogelkundiger Tierarzt hat sich schlicht und einfach auf Heim- und Ziervögel spezialisiert. Viele Kleintierärzte behandeln sehr unterschiedliche Tiere, von Hamster, Mäusen und Ratten über Schildkröten und anderen Amphibien bis hin zu Vögeln. Leider wird es immer schwieriger, fernab von Vogelkliniken wirklich vogelkundige Tierärzte zu finden, denn es gibt viele Kleintierpraxen, aber wenig sachkundige Kleintierärzte, die sich wirklich mit den kleinen Papageienvögeln auskennen. Ein wichtiger Indikator für die Tierarztwahl ist zum Beispiel, ob der Arzt selber Vögel hat. So simpel es klingt, aber wenn der Arzt selber ein Interesse an Heimvögeln hat, wird er sich meist auch in diesem Bereich spezialisiert haben. Mein Tierarzt hat zum Beispiel eine kleine Auffangstation für Abgabevögel und selbst über Vögel promoviert. Und eine meiner früheren Tierärztinnen hielt zum Beispiel Hühner und kannte sich ein wenig mit Ziervögeln aus. Glaubt mir, aber es ist ein himmelweiter Unterschied, ob ihr einen Tierarzt zu Rate zieht, der hauptsächlich Hunde und Katzen behandelt, oder es in der Praxis zumindest einen Kleintierarzt gibt, der sich auch mit Ziervögeln auskennt. Ihr würdet ja auch nicht, wenn ihr Probleme mit der Lunge habt, zum Orthopäden gehen, oder? Die meisten werden einen kleineren Käfig bzw. Quarantänekäfig haben. Der eignet sich auch für den Transport zum Tierarzt. Noch besser ist ein kleiner Transportkäfig mit Sitzstange. Ist der Vogel zu krank, um sich auf der Stange zu halten, kann man die Sitzstange rausnehmen. Und der Wellensittich kann bequem auf dem Boden stehen oder liegen. Das mindert auch die Sturzgefahr, die in einem größeren Käfig natürlich viel größer ist. Wenn ihr mehr als einen Vogel zum Tierarzt bringen müsst, gibt es auch eine größere Variante, die ist doppelt so groß.
Dafür gibt es mehrere Gründe. Bevor ihr eine psychische Ursache, wie dies häufig bei Papageien in Einzelhaltung der Fall ist, in Betracht zieht, solltet ihr aber alle organischen Ursachen ausschließen, denn es kann auch ein quälender Juckreiz dafür verantwortlich sein. Zum einen kommen Parasiten wie Milben in Betracht, die den Vogel vor allem nachts quälen, wie die rote Vogelmilbe, aber es können auch Organschäden vorliegen, die einen Juckreiz auslösen. So kann ein Übermaß an Salz zu einem Leber- bzw. Nierenschaden führen, der sich in starkem Juckreiz äußert. Ich vermute, bei meinem Federrupfer Niki hat es so angefangen, denn damals war ich noch sehr unerfahren als Vogelhalterin und ließ den Wellensittich von meinem Teller fressen. Niki liebte Tomatensoße, aber die war natürlich gewürzt. Ein fataler Fehler. Zwar wurde Niki relativ alt und starb nicht an einer Salzüberdosis, aber der Juckreiz könnte die Initialzündung für sein Federrupfen gewesen sein. Später kam vermutlich Stress und der Verlust seines Partnervogels hinzu und verstärkte die sogenannte Autoaggression. Selbstverletzendes Verhalten wie das Federrupfen kennen wir vor allem von Heimvögeln, die allein gehalten werden und so ihren Schmerz über den fehlenden Partner ausdrücken. Niki wurde aber bis zuletzt im Schwarm gehalten. Leider sind bisher noch nicht alle Ursachen für dieses Verhalten geklärt und deswegen ist es auch fast unmöglich, diese eher psychische Krankheit zu heilen. Man kann die Parasiten entfernen und hoffen, dass, wenn der Juckreiz verschwindet, auch das Federrupfen nachlässt. Und natürlich kann man versuchen, den Stress für den Vogel zu reduzieren und ihn mit einem neuen Partnervogel zusammenbringen. Wellensittiche, die starke Schmerzen haben, kneifen ihre Augen zu. Das erkennt man daran, dass sie auch, wenn sie nicht schlafen, immer wieder die Augen auf und zu machen. Ähnlich wie wenn wir ein schmerzverzerrtes Gesicht zeigen. Wie hat euch dieses neue Quiz gefallen? Vermutlich kanntet ihr schon alle Antworten. Soll ich vielleicht ein Punktesystem einbauen? Ich kann zwar kein Gewinnspiel finanzieren, aber ihr könntet euch bei voller Punktzahl Wellensittich-Experte nennen.